Wenn man hier ins Überseemuseum am Bahnhof geht, dann kann man die Ursprünge des Handels bewundern. Nämlich, wir klauen uns in aller Herren Länder was zusammen. Sicherlich gab es auch fairen Handel, aber eigentlich hatte es vor allen Dingen etwas Koloniales, das muss man schon sagen. Und ich finde das immer richtig, wenn man sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt und dass es heutzutage nicht mehr so sein soll. Auf der kommunalen Ebene werden in Deutschland ungefähr für 240, 250 Milliarden Euro im Jahr Produkte und Dienstleistungen eingekauft. Das ist eigentlich alles, was man sich darunter vorstellen kann. Ganz viel kauft der Staat für seine Verwaltung ein und wir wollen Verantwortung dafür übernehmen, dass es Menschen in anderen Regionen der Welt so gut geht, dass sie dort auch existieren können. Und die Marktmacht ist groß. Und wenn es gelingen kann, dass wir dafür Verantwortung übernehmen, unter welchen Bedingungen die Produkte produziert werden, die wir verbrauchen, das würde ich mal sagen, ist doch die Lernkurve des 21. Jahrhunderts. Das Land Bremen kann seine Einkaufsmacht nutzen, indem es sozusagen fragt am Markt nach Produkten, die sozialverträglich beschafft wurden und dadurch natürlich auch die Unternehmen dazu bringt, solche Produkte anzubieten. Wir haben uns in Bremen dazu entschieden, auf eine zentrale Beschaffung zu setzen, haben hier mit Immobilien Bremen, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, als Dienstleister aufgebaut, die über Rahmenverträge dann die Produkte auch im Einzelnen beschaffen. Das hat den Vorteil, dass wir die entsprechenden Kompetenzen nicht an unterschiedlichen Stellen vorhalten müssen. Wir als Immobilien Bremen sehen als zentrale Beschaffungsstelle die Chancen und Herausforderungen in folgenden Punkten. Unsere größte Chance ist, dass wir hier in Bremen flächendeckend zertifizierte Produkte einführen können. Unsere größte Herausforderung an dieser Stelle ist, unsere Kunden von diesen Produkten zu überzeugen, um damit eine flächendeckende Einführung realisieren zu können. Unsere Rolle in der öffentlichen Beschaffung beim Bremer Entwicklungspolitischen Netzwerk liegt vor allem in zwei Bereichen. Zunächst arbeiten wir sehr eng mit der Bremer Verwaltung zusammen. Wir haben in den letzten Jahren im Rahmen eines EU-Projektes gemeinsam Workshops durchgeführt, um bremische Verwaltungsmitarbeitende, die in der Beschaffung tätig sind, zu informieren über sozialverantwortliche Beschaffung. Und eine zweite sehr wichtige Aufgabe ist natürlich auch, dass wir als zivilgesellschaftliche Organisation politische Lobbyarbeit betreiben. Das heißt, wir legen immer wieder den Finger auch in die Wunde und sagen, wo wir meinen, dass der Beschaffungsprozess schneller vorangehen muss, wo wir auch finden, dass die Gesetzeslage sich noch verändern muss und wo wir auch finden, dass Nachweiskontrollen besser durchgeführt werden müssen, beziehungsweise überhaupt durchgeführt werden müssen, um zu sehen, ob eine sozial verantwortliche öffentliche Beschaffung überhaupt funktioniert. Es gibt rechtliche Grundlagen, dass die ILO-Kernarbeitsnorm eingehalten werden soll. Also wir haben Tariftreu- und Vergabegesetze in Bremen. Und so arbeiten wir uns voran, um immer mehr Produkte, die der Staat einkauft, daraufhin zu überprüfen, unter welchen Bedingungen sind sie hergestellt, was sind die Entsorgungsprobleme, die damit verbunden sind und immer so weiter. Bei sozial verantwortlichem Einkauf denken viele erst an Textilien, Baumwolle oder Kaffee und Tee. Genauso gut ist aber an Informationstechnologieprodukte zu denken, die auch zunehmend in den Fokus des öffentlichen Einkaufs geraten. 2013, als wir diese IT-Ausschreibung erstmalig mit sozialen Anforderungen gestaltet haben, sind wir vor allen Dingen auf die Herausforderung gestoßen, dass es noch keinerlei Zertifikate gab, die das Einhalten von ILO-Normen oder sonstigen nationalen Arbeitsbedingungen nachgewiesen haben, sondern mussten selbst in die Kontrolle des Bieterversprechens eintreten. Die Unterstützung von oberster politischer Ebene, sei es Landesebene oder auch kommunaler Ebene, ist sehr wichtig, denn ein konsequent sozialverantwortlich hergestelltes IT-Produkt wird teurer sein als ein Standardprodukt. Das muss politisch gewollt sein. Die faire Beschaffung kann nur gelingen, wenn man sich das zu eigen macht, wenn viele Politikerinnen und Politiker und eine kritische Öffentlichkeit mit vielen NGOs gerne will, dass das was wird und darauf achtet, dass der Staat seinen Einkauf so gestaltet, dass wir uns für die Folgen interessieren. Also selbstverständlich stellt es eine Form von Aufwand dar, wenn ich meine bisherigen Ausschreibungen fairer ausschreiben möchte. Ich muss mich anders informieren, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Aber das
Was es lohnt, das zu tun, ist eigentlich, dass ich eine Chance habe, nicht nur ein besseres Image zu kriegen, sondern auch effizienter einzukaufen, als ich das in der Vergangenheit habe. An der Stelle auch Innovation und Verbesserung für meine Stadt verkaufen kann. Das Ganze ist ein Prozess, den man auch gestalten und begleiten muss. Und da gibt es vor allen Dingen einige Parameter, die wir versucht haben umzusetzen, nämlich zunächst auch tatsächlich die Einkäuferinnen und Einkäufer in die Lage zu versetzen, eine sozial verantwortliche Beschaffung auch dann in der Praxis umsetzen zu können. Kommunen, die sich der Fernbeschaffung widmen wollen, sollten auf jeden Fall ein breites Bündnis schaffen zwischen möglichst vielen Akteuren in ihrer Kommune, die etwas zum Thema Beschaffung sagen können oder wissen oder darin involviert sind. Das sind eben sowohl die Unternehmen als auch die Zivilgesellschaft, die oftmals gute Kontakte hat, zum Beispiel zu Zertifizierungsorganisationen. Der Austausch mit Organisationen der Zivilgesellschaften und anderer Kommunen ist für uns extrem wichtig. Zum einen, weil wir damit einen sehr guten Überblick bekommen über die einzelnen Produkte, über die Märkte. Wir können unsere Marktmacht steigern. Wir haben Beispiele für Best Practice und wir haben auch in jeder Zeit kompetente Ansprechpartner. Wichtig ist sicherlich auch, dass sich Kommunen, die sozial nachhaltig beschaffen möchten, umsehen in Deutschland und Europa, um einfach zu gucken, wo gibt es schon gute Beispiele, wie haben andere Kommunen das gemacht, in welchen Bereichen haben die vielleicht angefangen mit sozial nachhaltiger Beschaffung und diese Kommunen auch zu kontaktieren, denn da ist oftmals auch eine sehr große Bereitschaft davon zu berichten, wie diese ganzen Prozesse ins Laufen gebracht wurden und wie sie dann vorangetrieben wurden. Ich will anderen Kommunen keine Tipps geben, aber wir lernen voneinander. Ich glaube, im Moment geht es vor allen Dingen darum, dass das, was wir uns erarbeitet haben, sind wir vorbildlich oder Vorbild für andere? Wie kann man eigentlich die Ausschreibungsprozesse gestalten? Und wir haben es jetzt mit bestimmten Produktgruppen zu tun, wo wir die Beschaffungsregeln so beschrieben haben, dass andere das nachmachen können. Das andere ist, dass es sich lohnt, über Vernetzung zwischen Kommunen nachzudenken, die zum Beispiel in einem Bundesland sind. Es ist ja nicht jede Kommune mit reichlich Personal ausgestattet, sodass man auch auf der Ebene Effizienz erzielen kann, um nicht in jeder Stadt alles neu zu erfinden, sondern vielleicht zu vereinbaren, wer sich jetzt zentral um bestimmte Produkte oder Warengruppen beschäftigt. Bremen hat 2011 einen Preis bekommen als Hauptstadt des fairen Handels und das ist ein Ansporn, weiterzumachen, noch mehrere Produktgruppen zu finden. Also ist schon, ja, Rückenwind. Schön. Faire Beschaffung für mich als Bürgermeister bedeutet, ich habe es hier zur Chefsache gemacht. Wir haben für uns einen leichten, für jeden nachvollziehbaren Leitspruch kreiert, nämlich Regionalität vor Internationalität, was dann so viel bedeutet, dass wir unseren Bestand der Beschaffungen vor allem aus regionaler Produktion realisieren wollen. Und nur dort, wo es nicht möglich ist, schauen wir dann bewusst drauf, ist es mit dem entsprechenden Sozialsiegel versehen. Ich glaube, der Unterschied von Eidlingen zu anderen ist vielleicht der, dass wir die Botschaft nicht von oben verordnet haben, sondern sensibilisiert haben. Und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den Grundsatz Regionalität für Internationalität verinnerlicht. Und Eidlingen war jetzt die Gemeinde, die es als erste Gemeinde im Landkreis Böblingen geschafft hat, das Siegel Fair Trade Gemeinde zu bekommen. Das war im Jahr 2012. In der Folgezeit haben dann natürlich in den größeren Städten die Gemeinderäte entsprechenden Druck auf die Stadtverwaltungen ausgeübt. Warum könnt ihr nicht dem Beispiel von Eidlingen nachfolgen? Über unsere Bildungsarbeit haben wir es geschafft, das Thema Fair Trade in die Jugend zu bringen. Jedes Kind kennt das Thema bei uns am Ort, denn wir haben didaktisches Material in die Kindergärten, die Schulen, den Jugendtreff und die Ortsbücherei gegeben. Wichtig ist der ganze Fairtrade-Gedanke, dass man den auf das Alter der Kinder herunterbricht. Zum Beispiel Schokoladenherstellung. Was brauche ich dazu? Kann ich das mit den hiesigen Produkten machen? Natürlich geht es nicht. Das bedeutet, ich brauche die Kakaobohne und da habe ich einen konkreten Ansatz, dass die Kinder einfach auch sensibilisiert werden. Wie lange braucht es, bis ein Produkt bei mir ist?
Das größte Potenzial für faire Beschaffung sehe ich gerade im Ausweiten der Produkte, dass man da am Ball bleibt und eben einfach immer Produkte sucht, beziehungsweise eben wirklich, weil man da die Kinder mitnehmen kann im Lebensmittelbereich. Heutzutage haben Kommunen eigentlich eine relativ hohe Möglichkeit, fairer und sozial gerechter einzukaufen, weil es eine zunehmende Anzahl von Unternehmen gibt, die bereits unter diesen Kriterien beschaffen und produzieren. Also weiteres Potenzial sehe ich bei unserer Feuerwehr. Dort würden wir neue Sicherheitsbekleidung beschaffen und hier sehe ich große Chancen für den fairen Handel. Die 5 Kriterien, um Fairtrade-Gemeinde zu werden, sehe ich vergleichbar wie im Hochsprung. Die Latte ist hochgelegt, aber sie liegt so hoch, dass man sie überspringen kann. Denn sonst demotiviere ich alle Interessierten und Beteiligten. Also wir bieten als Servicestelle ein relativ breites Portfolio für die Kommunen, die sich anders zum Beschaffungsvorgang aufstellen möchten, also nachhaltiger, vor allen Dingen aber auch fairer und sozialer einkaufen möchten. Dazu gibt es das Angebot dezentraler Beratung, das heißt, wir kommen in jede Stadt und dazu verhilft zum Beispiel auch die Internetplattform Kompass Nachhaltigkeit, wo kommunale Beschaffer sich orientieren können über die Rechtsgrundlagen, die sie haben, auch für ihre jeweiligen Bundesländer, bis runter zu den einzelnen Warengruppen, die sie einkaufen möchten, bis runter dann dazu, bei welchen Firmen kann ich die Warengruppe so, wie ich sie mir jetzt vorstelle, einkaufen. Dortmund ist eine Stadt, die sehr früh sich der Thematik der Eine-Welt-Politik und damit auch dem fairen Handel verbunden gefühlt hat und auch ein Stück verpflichtet gefühlt hat. Beispielsweise ist hier in dieser Stadt nach Freiburg das zweite Informationszentrum Dritte Welt gegründet worden, schon im Jahr 1973. Das zeigt schon, dass wir also aus der Mitte der Gesellschaft heraus kirchliche, gewerkschaftliche Gruppen haben, zivilgesellschaftliche Gruppen haben. Das, was ich so toll finde an der Stadt Dortmund, dass im Grunde genommen dieser Ansatz, wir sind Team, wir sind gemeinsam an einem Ziel orientiert, da auch gelebt wird, dass man sich dort eben austauscht, sowohl mit der Bedarfsseite, die also dann die Produkte kommunizieren, als auch mit dem Wettbewerb, also mit den Anbietern vor Ort. Uns würde es natürlich freuen, wenn es viel mehr Kommunen gibt, die sich auch auf diesen Weg begeben. Es gibt ja eine Vielzahl von Veröffentlichungen, es gibt entsprechende Informationsinstitutionen und Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, das machen wir beispielsweise auch mit anderen Kommunen in einem Netzwerk zusammenzuarbeiten, etwa auch auf europäischer Ebene, um den Erfahrungsaustausch zu haben. Also wir haben vor kurzem wirklich einen großen Erfolg erzielt, indem wir es geschafft haben, die Dienst- und Schutzkleidung für die Kolleginnen und Kollegen in Dortmund, die draußen in den städtischen Gärten, bei der Feuerwehr, in den Baustellen oder auch im Dortmunder Zoo arbeiten, wirklich nach sozialverantwortlichen Kriterien zu beschaffen. Also unsere neue Bekleidung ist Fairtrade gehandelt. Die haben wir extra deswegen bestellt. Für uns Tierpfleger ist das auch extrem wichtig, denn wir erklären hier den Leuten jeden Tag, dass man auf die Verschmutzung der Weltmeere und Plastikmüll und Ähnliches achten soll. Umso seriöser ist es für uns, wenn wir in fair gehandelter Kleidung hier stehen und auch das präsentieren, was wir vermitteln wollen. Also es lohnt sich, sich an uns zu wenden, eigentlich zu jeder Zeit. Das heißt, wenn jemand überlegt, etwas umzustellen, lohnt es sich, darüber mit uns zu sprechen, was vielleicht erste Schritte sein können, um einen solchen Prozess auch in einer Kommune zu verankern und zu etablieren. Was kann man sozusagen vielleicht strukturell machen? Was bedeutet es, zu klären, was es bereits gibt? Weil meistens fängt nicht jeder bei Null an. Und das, was wir bieten können, ist eine Prozessbegleitung. Was wären dann sozusagen die nächsten Schritte, die man angehen könnte? Und wie vereinbart man sich mit allen Akteuren vor Ort auf die nächsten Schritte, wäre dann auch zum Beispiel eine Beratungsleistung, die wir böten. Ja, das ist jetzt unsere erste Einrichtung, die als faire Kita zertifiziert ist. Das heißt, dass in dieser Einrichtung sehr viel zu den Themen des fairen Handels mit den Kindern gearbeitet wird. Und die Einrichtung achtet auch selbst darauf, dass sie faire Produkte verwendet. Das ist also quasi das Megathema der Einrichtung. Hindern kann man das Thema globale Entwicklung
eigentlich nur nahebringen, indem man es ihnen spielerisch eröffnet. Beim Fußballspielen kann man darüber sprechen, wo der Ball eigentlich herkommt, wer diesen Ball zusammengenäht hat, warum Kinder in anderen Ländern Fußbälle für uns zusammennähen, damit unsere Kinder spielen können und warum diese Kinder arbeiten müssen. Das verstehen Kinder sehr genau, dass Ressourcen ungleich verteilt sind, dass auch Chancen ungleich verteilt sind auf der Welt. Und ich glaube, auf diesem Weg eröffnen wir ihnen einen Zugang zum Thema Gerechtigkeit und globale Entwicklung. Also ich glaube, dass ein ganz großes Thema aktuell bei uns in der Beschaffung eben auch die IT-Vergabe ist. Wir haben dort Arbeitskreis Green IT, wo wir natürlich versuchen, nachhaltige Kriterien auch im Bereich der IT-Hardware-Beschaffung zu implementieren, aber auch gerade eben Themen wie Sozialverantwortung im Herstellungsprozess von Hardware. Fair einzukaufen ist nicht zwingend und automatisch nur teurer als die bisherigen konventionellen Beschaffungsvorgänge, die ich hatte. Das ist die Frage, wie die Kommunen finanziell ausgestattet sind. Und dann kommt immer sehr schnell das Thema, also fairer Handel ist teuer oder kostet mehr und wir laufen Gefahr, dass wir hier in irgendwelche Regresssituationen reinlaufen. Ich glaube, da kann man eigentlich nur sagen, sich davon frei zu machen, das dann rechtlich auch wasserdicht zu kriegen, das geht auch immer, je nachdem, wie man die Ausschreibung gestaltet. Wenn ich vermeiden möchte, dass Prozesse zu teuer und zu langwierig sind, ist es ganz wichtig, dass ich mich sowohl in einer Kommune als auch mit anderen Kommunen vernetze und austausche und mich vereinbare, wie Prozesse optimiert werden können. Wir müssen noch ein Stück mehr Systembildung herbeiführen, dadurch, dass beispielsweise die gesetzlichen Rahmensetzungen durch die Länder, aber auch durch den Bund noch mal ein bisschen verbessert werden, dass wir stärker gucken, dass Daseinsvorsorge auch kommunal verwaltet wird, kommunal gemanagt und organisiert wird. Also ich glaube, dass nachhaltige, sozialverantwortliche Beschaffung sowas wie ein Marathon ist. Man darf sich da überhaupt nicht von beirren lassen, wenn man vielleicht in den ersten 10 Kilometern im Mittelfeld liegt oder vielleicht sogar hinten, sondern man braucht hier ein bisschen Ausdauer. Man darf sich auch nicht von Rückschlägen sofort entmutigen lassen, sondern man sollte wirklich dem Ziel weiter entgegengehen und nach hinten raus sozusagen dann nochmal einen Endspurt ansetzen.